Am 9. März 1992 begann in Deutschland eine Kampagne, die es in dieser Größenordnung noch nicht gegeben hatte. Die ganze Republik fragte: Wo ist mein Sega? Der verspielte Sonic lachte aber nicht nur von Anzeigetafeln und aus Zeitschriften. Er war auf einmal auch greifbar. Sonic, der beliebte Sega-Held, lebensgroß in deutschen Städten unterwegs. Sega machte mit einem Big Bang auf sich aufmerksam. Aufkleber, Polaroid-Aktionen. Unübersehbar und sympathisch wurde Sonic der neue Freund der Kinder. 50 Sega Sonic-Teams verbreiteten die Frage nach dem Wo wie ein Lauffeuer. Wo ist denn nun mein Sega? Eine Telefonaktion mit hoher Beteiligung und noch höheren Sachpreisen rundete die Sega-Gretchenfrage ab. Dabei konnte die Antwort ganz einfach gegeben werden: Hier ist dein Sega. Hier ist ein Sega. Die stolze Produktpalette Segas findet aber nicht nur bei den Käufern großen Anklang, sondern auch bei den über 4.500 Fachhändlern, die sich an dieser Frühjahrskampagne beteiligten. Das Master System, der Klassiker unter den Spielkonsolen. Der Game Gear. Das beste Handheld-Videospiel mit Farbbildschirm, TV-Tuner und Powerpack für den Langzeitstrom. Und der Mega Drive mit der ultimativen 16-Bit-Grafik und einer unerschöpflichen Spielauswahl, demnächst auch mit CD-ROM. Begonnen hat die Sega-Geschichte vor gut 40 Jahren im Land der aufgehenden Sonne. Doch eine Menge guter Ideen und Gründergeist waren notwendig, bis Sega die heutige Größe und Bedeutung erlangen konnte. Sega ist einer der weltführenden Konzerne im Bereich Videospiele. Sega kooperiert zum Beispiel mit anderen führenden Unternehmen der Unterhaltungsindustrie, treibt aber auch neueste Technologien, wie zum Beispiel die Virtual Reality voran. Über 3.700 Beschäftigte weltweit sind um den Aufbau und die Pflege von Sega bemüht, die Firmenchef Hayao Nakayama vom Sega-Hauptquartier Tokio zentral lenkt. Herr Nakayama gehört seit 1982 dem Unternehmen an und ist seitdem gleichzeitig Präsident und Aktionär von Sega. Doch Sega ist im ureigensten Sinne gar keine japanische Erfindung. 3 Amerikaner gründeten 1951 in Japan eine Firma zum Import und Export von mechanischen und elektronischen Unterhaltungsgeräten. 1965 wurde der Name Sega geboren, eine Abkürzung aus dem Firmenslogan Service Games. Die Forschungs- und Entwicklungsabteilungen sind das Herzstück des Unternehmens. Sie bilden gleichzeitig eine der kreativsten Zellen der Welt. Über 850 Ingenieure und Mitarbeiter im Bereich Research und Development beschäftigen sich mit neuen Möglichkeiten der audiovisuellen Umweltgestaltung. Firmenstar Sonic zum Beispiel erblickte in diesen Räumen zum ersten Mal das Licht der Welt. Sonic ist noch auf dem Papier kreiert worden, bevor er später im Rechner zum Leben erweckt wurde. Sega-Spiele fördern gleichermaßen Entscheidungsfreudigkeit, Vorstellungsvermögen und Kreativität. Das Spiel als Wille und Vorstellung. Segas Wachstum und Marktführerschaft ist vor allem auch den gewonnenen Erfahrungen in dem Bereich der professionellen Spielgeräte zu verdanken. In Japan stellen die sogenannten Arcades einen wichtigen Teil des gesellschaftlichen Lebens dar. Diese großen Vergnügungsparks für die ganze Familie sind in ihrem Abwechslungsreichtum und in ihrer sozialen Bedeutung mit unseren Spielhallen überhaupt nicht vergleichbar. So entstanden letztlich auch die Voraussetzungen für das einmalige und vielfältige Softwareangebot für Segas Spielkonsolen. Zurzeit ist Sega besonders stark im Bereich Sport engagiert. Passend zu den sportlichen Großereignissen dieses Sommers hat Sega aus seinem Spieleschatz die Sommerkampagne 92 geformt.
Better one wins. Wimbledon. Die Tennisnation zittert mit Doris am Master-System. Was für ein Return. Matchball Doris. Aufschlag Cash. Ein scharfer Return. Und der Ball im Aus. Advantage Doris. Ein Ass. Tja, Doris muss noch üben. Wimbledon 92. Jetzt auf Master-System 2. Sega, der Bessere, gewinnt. Better one wins. Der unglaubliche 16-Bit Mega Drive. Sega, der Bessere, gewinnt. Der Sega Mega Drive, das Videospiel. Im deutschen Markt ist Sega unaufhaltsam im Kommen. Die Hamburger Sega-Mannschaft kann jetzt schon auf ein außerordentlich erfolgreiches Jahr 92 zurückschauen. Keine Kosten und Mühen wurden gescheut, die Marketing- und Produktschwerpunkte in Deutschland durchzusetzen. Eine Philosophie und Unternehmenshaltung, hinter der sich das gesamte Sega-Deutschland-Team wohlfühlt. Und wenn es sein muss, hilft Sega sogar beim Aufbau der entsprechenden körperlichen Fitness. Bereits im Frühjahr dieses Jahres wurde mit den Vorbereitungen für den Big Bang begonnen. 84% der jüngeren Zielgruppe weiß seitdem, dass Sega ein Hersteller technisch hochwertiger Geräte und Videospiele ist. Und außerdem kennen sie die Antwort auf die Frage des Frühjahrs. Wo ist mein Sega? Über 50 Sonics kamen aus den Wolken des Frankfurter Flughafens, um die Wo ist mein Sega-Kampagne zu eröffnen. Später fand man den beliebten Igel nicht nur in Fußgängerzonen und Spielwarengeschäften, sondern auch bei Großveranstaltungen jeder Art und sogar bei exklusiven Empfängen. Bei der Spielwarenmesse in Nürnberg konnte Sega mit einem eindrucksvollen Stand unter Beweis stellen, dass nun einmal die besten Spiele und Geräte bei ihnen zu finden sind und eben nirgendwo sonst. Und der Videospielmarkt ist sehr in Bewegung. Was früher noch als Kinderspiel galt, ist heute für die ganze Familie von zunehmendem Interesse. Videospiele begeistern heute auch die Älteren. Videospielsysteme sind heute schon in allen Altersklassen präsent. Renner sind dabei die mobilen Handheld-Spiele. Kontinuierlich steigt die Anzahl der Spiele. Zu jedem Gerät, Konsolen und Handhelds werden 1992 durchschnittlich 5,5 Spiele verkauft sein. Im Konsolenmarkt herrscht eine gesunde Koexistenz zwischen Sega und Nintendo. Gekennzeichnet durch eine dramatisch stürmische Entwicklung der Marke Sega. Mit einer Steigerungsrate von 1991 auf 1992 um 600%. Ein weiterer Indikator für rasantes Marktwachstum: die Auflagen der Special Interest Titel steigern sich weiter. 1992 um satte 21,7%. Zwischen 60 und 70 Millionen Mark investiert Sega Deutschland 1992 allein in das Marketing. Das Ergebnis? Qualitativ hochwertige Marktstrategien, die Sega profilieren, die vom Handel geschätzt werden und die die Kunden informieren und motivieren. Den 16-Bit-Bereich dominiert in den Vereinigten Staaten der Sega Mega Drive, der dort Genesis heißt. Er ist das Nonplusultra heutiger Videospieltechnologie und der Verkaufsrenner in den USA. Kein anderer Bereich wächst in derartigen Riesenschritten wie der Videospielmarkt. Die Werbeaufwendungen für Videospiele werden im klassischen Bereich Tageszeitungen, Zeitschriften, Funk und Fernsehen 1992 die 100-Millionen-Marke überschreiten. Sega heißt aber in erster Linie nicht nur Erfolg, sondern vor allem auch Überraschung, Spaß und Spannung auf allerhöchstem Niveau.